Hello, can you hear me where you are? I search for ways to call to you. I wish I knew today the hollow shells and coins swallowed all the darts I threw, all to you. I know, I know, I know, I know, I know, like daylight. Whoa, 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 whoa. My darling, we're darkening, and I can see you darkening. Goodbye to parking lots in town, to fear and all the doubts. Goodbye lost, hello found. Goodbye lost, hello found. So, das, was ihr gerade gesehen habt, war weder Mond noch Mars. Ja, es war schön in WA. Und zwar sind wir gerade hier. Und zwar sind wir im Nambung Nationalpark und zwar bei den sogenannten Pinnacles in der Pinnacles-Wüste. Ja, total geile, bizarre Steinformation, also super krass. Haben wir so noch nicht gesehen, war ein total toller Moment einfach. Also genau, also wenn man auch die Runde so rummacht, die Steinformationen haben sich immer wieder geändert, also die Struktur immer wieder anders, sehr, sehr faszinierend. Total faszinierend. Also ihr könnt hier sowohl durchfahren, also zumindest wenn ihr keinen großen Camper habt, dann so mit so unterer Größe könnt ihr da auch durchfahren. Das ist eine ungefähr 4,5 Kilometer lange Runde. Wir haben uns aber entschieden zu laufen, weil es war heute, wir waren ganz früh da. Und es war auch bewölkt, von daher nicht zu anstrengend. Und zu Fuß nimmt man immer noch mal viel mehr wahr. Und sonst hätten wir gar nicht diese Kängurus. Wallabies. Und ich glaube, das war das graue Riesenkänguru, hatte ich, glaube ich. Ja, und auch die Emus und alles. Das hätten wir so sonst, glaube ich, gar nicht gesehen. Ein Park hier hat übrigens die ganze Zeit, also 24 Stunden auf. Also ihr könnt also auch versuchen, vielleicht coole Nachtfotos zu machen. Und der Eintritt kostet hier $15. Ist aber auch in diesem Nationalparkpass, den wir uns gestern ja geholt haben, für $60 enthalten. Wir haben uns gerade noch mal fix den Nationalpark Holiday Pass geholt. Das ist nämlich ganz cool. Wir zahlen jetzt für den 4-Wochen-Pass 60 australische Dollar und können damit relativ viele oder fast alle Nationalparks hier in Western Australia besuchen. Normalerweise kostet nämlich sonst ein Tageseintritt immer $15. Das heißt, ab dem 5. Nationalpark habe ich es jetzt eigentlich schon raus. Und das kann man in verschiedenen Standorten sich holen, kann man aber auch online machen. Wir haben es jetzt online gemacht. An der Rezeption haben sie uns netterweise das ausgedruckt, weil das muss man ausgedruckt in der Windschutzscheibe platzieren. Und deswegen auch erst, dass wir morgen zu den Pinnacles fahren, weil er dann über die 4 Wochen nämlich bis zum Ende unserer Reise fast überall noch gültig ist. Und dann können wir morgen nämlich endlich loslegen. Und wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, ganz früh oder spät zu kommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil sonst verlieren diese magischen Rottöne oder Gelbtöne, die verlieren sich einfach, sobald die Sonne höher steht. Lohnt es sich da ein bisschen früher für aufzustehen. Genau. Wir sind jetzt gerade noch zum Lake Thetis weitergefahren. Der liegt hier noch im gleichen Nationalpark, ist aber noch mal so 15 Minuten mit dem Auto weg. Und der ist bekannt für seine Stromatolithen. Und was das genau ist, das zeigen wir euch jetzt.
erstmal vielleicht einfach nur ein bisschen unspektakulär, wie Steine aus, ist aber so zeitgeschichtlich ganz interessant, weil das wurde von so Bakterien, wenn ich das richtig verstanden habe, gebaut. Also quasi so die ersten Mikroorganismen, die es überhaupt auf der Erde gab. Und diese Fossilien sind teilweise bis zu, was waren das? Wie alt waren die? 3,4 Millionen Jahre. Bis zu 3,4 Millionen Jahre. Also das ist schon doch irgendwie auch beeindruckend. Und auf jeden Fall sind die auch ganz wichtig hier fürs Ökosystem im See. Was hast du gerade gesagt? So, also das ist ein toller See, der sehr alte Gesteinsformen hat, die aussehen wie ein Blumenkohl. Für Nichtbiologen. Die einfache kurze Version. Ich würde sagen, man sieht, Geologie liegt uns voll. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir. Und zwar sind wir hier in der Nähe von Geraldton und das ist da irgendwo. Und zwar ist Geraldton nochmal ein guter Ausgangspunkt, um die Vorräte aufzustocken, weil nördlich von Geraldton bis Exmouth kommt jetzt nicht mehr so groß, wo man günstig einkaufen kann. Das haben wir gestern nochmal genutzt und haben hier die Nacht auf einem kostenfreien Stellplatz verbracht. Eigentlich ganz schön und wie ihr hinter uns seht, das Meer. Ja, in den Gemeinden gibt es manchmal so eine Stellplätze. Hier dürfen halt für 24 Stunden darf man hier stehen. Es gibt 5 ausgewiesene Parkbuchten, also genau hier die 5. Also es ist ein bisschen da nah beieinander, aber das kontrolliert der Ranger dann auch regelmäßig. Und der Parkplatz ist ja auch nur für Fahrzeuge, die keine Eigenversorgung haben, also jetzt keine Toilette an Bord zum Beispiel. Und wir haben aber auch richtig gut geschlafen, waren auch nur zu dritt hier und haben schön den Sonnenuntergang genossen, der hier über diesen echt leeren Strand auch untergegangen ist. Also können wir wärmstens empfehlen. Aber wie immer, alle Campsites, wo wir waren und wo wir übernachtet haben und sowieso alle Tipps findet ihr nach der Reise natürlich dann irgendwann auf unserem Blog auch wieder. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen und zwar fahren wir jetzt noch zur Hutt Lagoon. Und die ist nämlich ganz berühmt für ihren pinken See und wir hoffen, dass wir Glück haben, dass wir den in vollen Farben gleich erstrahlen sehen. So, Marco macht gerade Archie startklar. Wir haben euch ja auf Instagram abstimmen lassen, wie unser kleiner Hüpfer hier heißen soll. Und es ist Archie geworden, ne? Yeah, Archie! Angekommen an der Hutt Lagoon und beim Pink Lake. Der ist nämlich pink, weil hier eine Alge lebt, die Beta-Carotin produziert. Und je nach Sonneneinfall kann dieser See entweder hellpink, so wie bei uns gerade, oder manchmal auch richtig lila oder sogar knallerot sein. Und total faszinierend. Wir machen hier auf jeden Fall weiter in Australien mit den bizarren Landschaften und können es immer noch so gar nicht glauben, dass es sowas auf dieser Welt gibt. Total geil. Ah, das ist einfach so krass. Schaut euch mal die Farben an. Das ist so unwirklich. Das ist so geil. There's not a thing that I would change when I look back on every day.
I count the blessings that became, like when the drought needed the rain. When the winter nights were frozen cold, reaching for a hand to hold, I found you. I went north to south, from east to west, the emptiness that filled my chest without you. The storm may come and hide our sun. I'll stand near with you. I'll stand near with you, yeah. When seasons change and colors fade, I'll stand near with you. I'll stand near with you, yeah. And as the winds of life blow back and forth, I'll be your true north. Nimmst du Schnapp? Ja. Kurz rasch Aua. Warten die rasch Aua kurz ab. So ihr Lieben, das hinter uns ist jetzt nicht die Aussicht von irgendeinem Special Viewpoint, Sondern unsere neue Campsite, in der wir die nächsten 3 Nächte verbringen werden. was wir aber im Nationalpark hier alles so erleben werden, das erfahrt ihr erst im nächsten Video. Wenn euch die Aussichten hier oder die Eindrücke von Westaustralien gefallen haben, schaltet gerne wieder ein. Ihr könnt hier den Kanal sonst auch abonnieren. Und lasst doch gerne einen Kommentar da, hilft dem Algorithmus und uns und Auf kostet jeden nichts. Fall. Und wir werden jetzt diese tolle Aussicht einfach noch für uns genießen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Make